Hallo, ich bin der Timo. In diesem Video geht es darum, wieso es sich lohnt, in ETF und Aktien zu investieren. Zuerst schauen wir an, was für verschiedene Anlageklassen es gibt. Dann erkläre ich kurz, was Aktien und ETF sind und wie man damit Geld verdienen kann. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen, wo man drin investieren kann. Neben Aktien und ETFs gibt es zum Beispiel Gold, Anleihen oder Immobilien. Wir fokussieren uns in diesem Video aber auf Aktien und ETF, weil das eine gute Basis ist, wenn du erst gerade anfängst zu investieren. Was ist überhaupt eine Aktie? Eine Aktie, das ist ein Anteil von einem Unternehmen. Unternehmen geben Aktien raus, um Kapital zu bekommen. Mit diesem Kapital können sie nachher zum Beispiel Produkte herstellen. Als Eigentümerin von einer Aktie trägst du das finanzielles Risiko. Dafür profitierst du auch, wenn sich das Unternehmen positiv entwickelt. Ein ETF, das ist ein Korb an Aktien. Statt dass du in ein einziges Unternehmen investierst du in einen Index. Das heisst eine Liste an Aktien. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz den SMI. Das ist eine Liste der 20 grössten Schweizer Aktien. Das heisst, mit einem ETF investierst du in diese 20 Aktien. Es gibt aber auch zum Beispiel weltweite ETFs, wie der MSCI World. Dort investierst du in ganze 1500 Unternehmen. Wieso macht es Sinn, in ETF zu investieren? Erstens, es ist einfach. Weil es bei ETF vordefinierte Körbe gibt, musst du nicht jede Aktie einzeln auswählen. Das heisst, du brauchst weniger Wissen über die einzelnen Unternehmen. Zweitens, das Risiko. Weil bei ETF nicht alles auf eine Karte setzt, ist das Risiko besser verteilt und darum geringer. Und drittens, bei der Rendite, dort kommt es ein bisschen darauf an. Einerseits hast du bei den ETF eher eine stabilere Rendite, weil du natürlich in mehrere Sachen gleichzeitig investierst. Gleichzeitig kann es natürlich sein, dass eine Aktie besser abschneidet als der Durchschnitt. Das heisst, du kommst mit dieser Aktie besser weg. Jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Aktie oder einen ETF gekauft. Wie kommst du mit dem zu Geld? Es gibt zwei Arten. Das erste ist der Kursgewinn. Grundsätzlich, wenn sich ein Unternehmen positiv entwickelt, steigt meistens der Aktienkurs von dem Unternehmen. Das heisst, wenn du zu einem tiefen Preis gekauft hast, kannst du später zu einem höheren Preis verkaufen und du machst einen sogenannten Kursgewinn. Als Beispiel, der vorher erwähnte MSCI World hat in den letzten 10 Jahren durchschnittlich pro Jahr 7,6% Gewinn gemacht. Es kann aber auch sein, dass die Aktienkurse natürlich einmal runtergehen. Die zweite Art, wie du an Geld kommst, sind Dividenden. Wenn ein Unternehmen Gewinn macht, wird häufig ein Teil von dem Gewinn an die Aktionärinnen ausgeschüttet in Form von einer Dividende. Das heisst, du bekommst dann zum Beispiel einmal im Jahr Geld auf dein Konto überwiesen. Bei ETF ist das eigentlich genau gleich, ausser bei sogenannten thesaurierenden ETF. Dort wird die Dividende nicht direkt dir ausgeschüttet, das heisst, du kommst nicht auf dein Bankkonto über, sondern es geht zurück in den Topf vom ETF. Das heisst, es ist dann einfach der ETF mehr wert und du kannst dann in Zukunft entsprechenden Kursgewinn machen. Investieren lohnt sich also doppelt. Und jetzt wollte ich noch einen kleinen Mythos aufklären. Viele Leute haben das Gefühl, man braucht sehr viel Geld zum Investieren. Aber gerade bei ETF bist du schon mit wenigen Franken dabei. Mehr dazu, wie du am besten mit Investieren startest, im nächsten Video.